In diesem Video werde ich euch zeigen, wie man Carmen Sprungs neuestes Modell, die Carambola, faltet. Das Modell erinnert ein bisschen an eine Sternfrucht, wenn man sie so quer durchschneidet. Und ich finde, es ist einfach wunderschön, vor allem durch diese Kurven, die ganz natürlich entstehen werden. Dieses Modell habe ich von einem 15 cm Quadrat gefaltet. Und dann ist der Durchmesser, das ist etwa die Distanz von hier bis zu dieser Verbindung, das sind dann etwa 7 cm. Es variiert ein bisschen, je nachdem, wie weit man die Blüte dann auch wieder öffnet. Das Modell ist allerdings nicht von einem Quadrat gefaltet, sondern von einem Fünfeck. Und deshalb werde ich euch erstmal zeigen, wie man aus einem Quadrat ein Fünfeck schneiden kann. Papier kann man eigentlich zu ziemlich jedes benutzen, eher ein bisschen schwereres Papier, nicht ganz zu dünnes Papier, weil dann diese Kurven einfach besser halten und ein schönerer Effekt entsteht. Das Modell benötigt nicht unbedingt zweifarbiges Papier, du kannst einfarbiges oder zweifarbiges nehmen. Die Rückseite ist weiß, wenn man Papier benutzt, das auf einer Seite weiß ist. Ich benutze immer gerne Papier, das zwei verschiedene Farben hat, damit es ein bisschen klarer wird, was überhaupt genau passiert im Video. Aber lasst uns jetzt einfach mal anfangen. Wenn wir eine weiße Seite haben, dann fangen wir mit der weißen Seite oben an und falten das Papier in halb. Und dann wollen wir auf einer Seite hier die Mitte markieren. Und zwar machen wir das so, dass wir erstmal eine Ecke nehmen und dann hier die Mitte markieren. Oben kann man auch falten, ist aber nicht notwendig. Vor allem brauchen wir hier die Mitte. Und dann, um wirklich die Mitte zu finden, brauchen wir noch einen Schnittpunkt. Dazu nehmen wir nochmal die obere Lage und brauchen wieder nur in der Mitte hier den Schnittpunkt. Man kann wieder bis ganz nach oben falten, weil diesen Bereich werden wir abschneiden. Und dann drehen wir das Papier jetzt so und wir haben hier eine offene Seite und eine zuende Seite. Und im Prinzip, was wir machen wollen, ist, wir wollen hier jetzt diesen 180 Grad Winkel 5 teilen. Und dann entsteht die Mitte des Fünfecks an dieser Kante hier. Und deshalb müssen wir die Ecke nehmen an der geschlossenen Seite und die jetzt dann nach oben bringen. Wenn ihr diese Seite benutzt, dann werdet ihr ein wunderschönes Fünfeck schneiden, das genau in halb geteilt ist. Also immer darauf achten, die zuende Kante muss auf der rechten Seite liegen und dann nimmt man die untere rechte Ecke und bringt die zu diesem Schnittpunkt, genau, um dann hier einen Winkel einzufalten, der 2/5 sind. Das heißt, wir bekommen 1/5, indem wir diesen Winkel halbieren, also Kante zu Kante falten. Und dann haben wir jetzt hier 1/5, ein zweites Fünftel, ein drittes Fünftel, das heißt, hier sind nochmal 2/5. Und deshalb falten wir jetzt wieder dies in halb, indem wir diese Kante hier zu dieser Kante falten. Hoppala. So, und dann haben wir hier wieder 2/5, die falten wir auch wieder in halb. Und dann haben wir jetzt diesen Winkel 5 geteilt. Sieht man hier, wir haben hier mehrere Lagen Papier und die ganz oberste Lage, das ist tatsächlich die Kante vom letztendlichen Fünfeck. Das heißt, wir müssen hier entlang schneiden. Normalerweise schneide ich gern mit einem Messer, aber wahrscheinlich habt ihr viele kein Messer, also nehme ich einfach eine ganz normale Schere und schneide da entlang. Das geht genauso gut. Der Schnitt wird vielleicht nicht 100%ig gerade, aber das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass hier wirklich alle Lagen gleich geschnitten sind. Manchmal kommt man vielleicht mit der Schere ein bisschen ab, sodass eine untere Lage nicht perfekt geschnitten ist. Dann sollte man einfach nacharbeiten. Bei mir hat es jetzt sehr gut geklappt. Und dann falten wir das Ganze auseinander. Und wir sehen, wir haben ein perfektes Fünfeck. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann fangen wir jetzt mal an. Und zwar haben wir hier schon mehrere Vorfaltungen, die wir brauchen. Das ist gut so. Wir haben hier immer einen Punkt mit einer gegenüberliegenden Seite verbunden. Jetzt nehmen wir jeweils so eine Kante vom Fünfeck und bringen sie zu einem dieser Vorfaltungen und falten dann bis zur Mittellinie. Man sieht hier eine Mittellinie.
Ich habe sie jetzt nicht eingezeichnet, also ist vielleicht nicht gar so sichtbar, aber wir brauchen die Falte wirklich nur bis zur Mitte. Und das machen wir jetzt einmal komplett außen herum. Und dadurch entsteht hier so eine Sternenform. Jetzt seht ihr, wir haben hier jeweils so Spitzen und die treffen sich genau hier mit diesen Vorfaltungen, die dadurch entstanden sind, dass wir das Fünfeck geschnitten haben. Wir wollen jetzt im Prinzip die Verbindungslinie zwischen diesen beiden Punkten falten. Was ich mache, ist, ich nehme einfach einen Punkt, mache hier so eine kleine Zwickfalte und dann nehme ich diese Spitze und lege sie auf diese vorgefaltete Linie und falte dann wirklich nur zwischen diesen beiden Punkten. Und das machen wir wieder. Einmal außenrum, jeweils an einer Seite zwicken, ausrichten, falten. Ich finde es deutlich einfacher, einfach nur eine der beiden Punkte zu nehmen, den vorzufalten und dann auszurichten. Den anderen Punkt sollte man dann ganz automatisch treffen. Ich finde, dann wird das alles ein bisschen genauer, zumindest wenn ich so arbeite. So, und jetzt mache ich noch einen kleinen anderen Vorfaltungsschritt, der den nächsten Schritt dann deutlich einfacher macht. Und zwar seht ihr, dass hier jetzt innerhalb wieder ein Fünfeck entstanden ist. Und wir wollen jetzt jeweils zwei Punkte miteinander verbinden. Ein Punkt, ein Übersprung, der nächste Punkt und die beiden werden verbunden, sodass innen drin wieder ein Stern entsteht. Wie mache ich das jetzt? Ich nehme mir wieder so einen Punkt vom Fünfeck. Ich mache so eine kleine Zwickfalte vorne rein und dann nehme ich diese Faltlinie hier und lege sie oben auf die Fortsetzung der Faltlinie und dann falte ich nur zwischen den beiden Punkten. Dadurch entsteht diese Faltlinie zwischen diesen beiden Punkten von dem inneren Fünfeck. Und das müssen wir jetzt wieder ein paar Mal wiederholen. Jeweils eine kleine Zwickfalte, dann ausrichten und falten. Wie ihr seht, falte ich wieder nur zwischen den beiden Punkten und nicht weiter. Das ist recht wichtig in diesem Modell, weil wir am Ende ja diese so wunderschönen Rundungen haben wollen, die das Modell so toll machen. Und die funktionieren nur, wenn an dem entsprechenden Papier keine Falten drin sind. Und die sind jeweils eben immer in diesem Bereich und den wollen wir deshalb gar nicht berühren. So, jetzt haben wir hier ein schönes Fünfeck und ich mache jetzt noch einen extra Schritt, der den nächsten ein bisschen vereinfacht. Und zwar falte ich wieder entlang dieser Linien, die wir davor gemacht haben, rein. Und jetzt seht ihr, dass hier durch den Schritt, der gerade eben passiert ist, hier Faltlinien sind und wir wollen, dass die auf beiden Lagen Papier sind. Das heißt, ich falte das einfach nach innen und drücke es dann auf beide Seiten durch, damit die Falten auf beiden Seiten sind. Und auch das machen wir wieder auf allen 5 Seiten. Der Winkel, der hier gefaltet wird, entscheidet im Prinzip dadurch, wie soll ich sagen, wie groß diese Blüten auf gewisse Weise sind. Habe ich es hier liegen? Ich glaube ja. Ich habe hier mal eine andere Variation probiert, wo ich das ein bisschen schmaler gefaltet habe. Da habe ich hier die Winkelhalbierende benutzt. Das ist hier im Moment nicht die Winkelhalbierende. Und dadurch entsteht so eine Form, die mehr einem Stern oder vielleicht einer Schneeflocke gleicht. Aber lass uns jetzt einfach mal hier weiter falten. Ich glaube 2 sind es noch. Das habe ich zwischendurch abgebrochen. Dann verliere ich ein bisschen den Überblick, aber das habe ich hier schon gefaltet, sieht man. Gut, und dann setzen wir jetzt das Modell zusammen. Und zwar falten wir jeweils diese eine Kante rein und dann machen wir hier sowas wie ein Hasenohr. Also wir haben alle Falten schon drin, das heißt, man kann das vielleicht hier so drücken und dann kann man hier diese Falte wieder zusammendrücken, zusammenzwicken und dann kippt man das wirklich komplett zusammen hier. Nochmal zeigen, wir haben erst das, dann drücke ich hier meinen Finger, drücke das hier zusammen, dass hier diese Hasenohrfalte entsteht und die
falte ich dann, hier sieht man es, so in halb. Und dann können wir hier direkt schauen, dass hier dieses Fünfeck in der Mitte, da ist so ein ganz kleines Fünfeck in der Mitte des Sterns, dass das vielleicht eher so ein bisschen nach oben zeigt. Wieder zusammenzwicken, zusammenzwicken, in halb falten, zusammenzwicken, zusammenzwicken, in halb falten. Mit diesen Vorfaltungen werdet ihr sehen, wenn wir das hier so zusammenfalten, zusammenzwicken, nach oben falten, dass dadurch hier dieser Bereich nach oben gefaltet wird und nicht nach unten. Das sollte ganz automatisch passieren, aber wenn ihr Probleme habt, dann schaut einfach, dass es wirklich nach oben geht. So, und dann sind wir einmal rum. Jetzt wollen wir wirklich dieses Fünfeck in der Mitte nach oben drücken. Ja auch schon vorgefaltet, hier sieht man es. Und jetzt machen wir hier im Prinzip eine offene Versenkung. Das heißt, die Bergfalten von der offenen Versenkung haben wir schon und jetzt wollen wir es zusammendrücken. Und zwar mache ich das so, ich drücke ein bisschen in die Mitte und ich habe hier meinen Zeigefinger und meinen Daumen und dann drücke ich das hier ein bisschen zusammen und da gehe ich dann einmal rum. Jeweils das so ein bisschen zusammenzwicken, alles auf existierenden Falten und dann ist die Versenkung auch schon fertig. Dann hat man hier diese schöne Sternenform. Jetzt ist das Modell auch schon fast fertig. Jetzt müssen wir nur diese Falten hier, diese Bergfalten, die drücken wir nach innen. Das heißt, wir drücken die nach oben und dann sollte das so umklappen automatisch. Und wenn das nicht so gut klappt, dann müsst ihr schauen, dass es wirklich bis zur Spitze umgeklappt ist. Ich versuche das jetzt mal so zu mimen, dass das nicht so ganz funktioniert. Hier, es funktioniert nicht so recht. Und wieso? Seht ihr, weil hier noch ein Abstand ist. Und dann müsst ihr wirklich schauen, dass das bis ganz nach unten umklackt. Und dann funktioniert das auch. Man kann hier dann auch noch mal ein bisschen die beiden gegenüberliegenden Zacken zusammendrücken, dass es ein bisschen besser hält. Und dann nimmt man das nächste und das nächste und das letzte. Jeweils ist nur so nach innen klacken, nicht zu viel das Papier strapazieren, weil wir ja wirklich diese schönen natürlichen Rundungen haben wollen. Was ich jetzt auch noch ganz gerne mache, was aber nicht notwendig ist, ist hier diese Spitzen so ein bisschen zu krümmen. Und zwar nehme ich da hier meinen Zeigefinger und den Daumen und drücke das so ein bisschen zur Seite. Jetzt ist mein Daumen breiter als mein Zeigefinger und ich setze den auch ein bisschen weiter unten an, sodass wirklich eine Biegung in eine Richtung entsteht. Das finde ich sehr schön. Man könnte es auch symmetrisch machen auf beiden Seiten. Ich finde es so ein bisschen schöner. Und einmal außen rum. Und dann ist auch schon das Modell, die Carambola von Carmen Sprung, fertig. Ein wirklich ganz tolles Modell. Probiert es doch auch einfach mal und viel Spaß beim Falten.